Seit knapp 2 Jahrzehnten sind Pegasus nicht mehr aus der Schweizer Musikszene wegzudenken. Wie man über so lange Zeit ständig präsent bleibt und immer wieder Erfolg feiern kann, darüber rede ich heute mit dem Frontmann Noah Verogut. Herzlich willkommen, Noah. Merci mal, hallo zusammen. Anfang Sommer habt ihr die Single «Champion» rausgebracht. Wir haben es vorher gerade, oder ich habe es angekündigt, wir reden ein bisschen über Präsenz sein, Erfolg oder vielleicht auch Tiefs. Erzähl mir ein bisschen mehr über den Song «Champion». «Champions» ist ein Song, den ich zusammen mit dem Henrik Amschler geschrieben habe. Der Henrik Amschler ist ein Produzent aus Zürich, der vor allem mit dem Loco Escrito sehr viel Erfolg hatte. Und das war ein Song, der etwa vor einem Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt, ist entstanden. Und ist dann so ein bisschen rumgelegen und plötzlich ist eine Idee gekommen, dass man das eventuell verbinden könnte mit dem sehr sportlichen Sommer, den wir haben, das Jahr, die Euro, die Olympischen Spiele. Und es war eine kleine Kollaboration mit dem SRF, die den Song gebraucht haben, als ein bisschen so ein Soundtrack halt zu ihren Bildern. Und Sport ist etwas, was sehr nahe ist an Pegasus, nicht nur, weil wir selber früher Sport gemacht haben. Also ich habe Fußball gespielt und zwei von uns auch. Ja, unsere Musik ist immer wieder gebraucht worden für sportliche Anlässe. Ja. Also wir haben vor 12 Jahren an den Olympischen Spielen in London haben wir Skyline gehabt. Das ist ein Song, der sehr nahe war mit dieser Zeit in London. Also Sport und wir sind immer nahe zusammen, auch weil unsere Texte immer wieder so ein bisschen Inhalt haben, die Sportler irgendwie ansprechen. Das wollen wachsen, das grösser werden und so. Also vor allem die hohen Ziele, die man hat und was es braucht, um dort auch durchzubeissen. Ich habe in einem von euren Pressetexten auch mal gelesen, so Erfolge oder Projekte brauchen Zeit. Man erreicht nicht etwas einfach so. Und jetzt steht auch, der Gegner ist nicht selten die Zeit. Ist das bei euch auch so gewesen? Ich meine, euch gibt es jetzt fast schon 2 Jahrzehnte. Habt ihr mit der Zeit gekämpft zu gehen? Hey, das ist noch schwierig zu beantworten, ob wir mit der Zeit gekämpft haben. Also ich bin grundsätzlich eine ungeduldige Person, das kann ich von mir sagen. Ich glaube, in der Musikbranche, wie im Sport auch, aber vor allem auch in der Musikbranche, ist das Alter eines Künstlers wird schon zu einem Thema ab einem gewissen Moment. Zum Beispiel, also sagen wir es so, ich glaube, heutzutage ist es weniger so. Alter zählt weniger. Da würde ich jetzt widersprechen, aber ja, bitte. Nein, aber ich glaube, heutzutage gibt es viel weniger Regeln, wie alt der Künstler muss sein, dass er den Durchbruch schafft. Aber früher hat man schon gehört, ja, also wenn du mit 6, 27 den Durchbruch nicht geschafft hast, ist es gelaufen. Ja. Oder? Und die Zeit hat in diesem Sinne, nicht nur für uns, sondern für viele andere Musiker, schon eine Rolle gespielt. Und das war schon ein Ungeduld da. Aber wir waren sehr jung, wo bei uns der Erfolg angefangen hat. Also wir waren weit unter 26 gewesen. Aber ja, die Zeit spielt schon eine Rolle. Ja. Und natürlich. Ist das heute auch immer noch so präsent oder ist das mehr da gewesen, wo wie so der Durchbruch oder die ersten Schritte, ist das dort noch viel intensiver gewesen als heute? Viel intensiver dazu. Ja. Also ich glaube, wenn man sich mal etabliert hat, ist das Alter weniger wichtig. Obwohl, wenn man dann älter wird, ist dann schon die Frage, also wie lange gehört man denn zu den Jungen? Und wie lange gehört man zu Newcomers oder zur Aktualität? Das ist natürlich dann, wenn man mal einen Durchbruch geschafft hat, ist natürlich das dann die nächste Frage. Wie lange kann ich es haben? Ja, und vor allem auch, entwickelt man sich weiter oder bleibt man bei dem Stil, den die Leute gerne haben und kennen? Genau. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr dort aktiv zu gewissen Zeitpunkten entschieden, hey, jetzt müssen wir mal etwas Neues machen oder ein bisschen anderen Einfluss haben? Oder sind das nicht so Themen gewesen? Ich würde mal sagen, wir sind immer sehr instinktiv umgegangen mit unserer Musik. Ich glaube, unser Durchbruch ist passiert mit sehr viel elektronischen Sounds. Das ist so ein bisschen das gewesen. Eben Skyline, das war der Song in London, der ist sehr elektronisch. Und die ersten paar Hits, die wir hatten, waren sehr elektronisch gewesen. Und wir haben uns dann mit den Jahren immer wie mehr in eine Richtung bewegt, wo wir organischer wurden. Bis zum Punkt, dass es nicht tönt hat wie Metropolitans oder Victoria Line, wo es nur noch eigentlich Klavier und Gitarren und Streicher sind. Also die Evolution von Pegasus ist eigentlich von einer Elektroband hin zu einer viel organischeren Band her. Ja, gehen wir noch sogar ein bisschen früher. Ich mag mich erinnern, wo ihr so, oder wo ich uns erst mal wahrgenommen habe, sind ihr mit den Beatles ein bisschen verglichen worden. Also, das stimmt. Das hat noch viel früher angefangen, eigentlich, die ganze Entwicklung von Das stimmt. Also, ich würde jetzt mal sagen, die ersten paar Jahre, die wir verbracht haben, waren wir eigentlich eine akustische Band gewesen.
aber ich würde jetzt mal sagen, relativ erfolglos. Weil irgendwie, Was ist der Erfolg? Ja. ja, schon, aber wir haben dann sicher weniger Leute angesprochen, als wir nachher angefangen zu experimentieren mit modernen Klängen. Also ich glaube, der Kontrast ist das gewesen, was die Leute hat interessiert an uns. Ja. Ist, dass wir eigentlich eine klassische Band sind, die experimentiert hat mit modernen Elementen. Oder? Ja. Und dann haben wir uns gleich wieder in eine Richtung bewegt, wo wir wieder ein bisschen organischer sind, aber immer eigentlich mit einer gewissen Modernität natürlich. Das war wichtig. Ich habe es vorhin schon angetönt, also eben eure Geschichte ist schon relativ lang und ich persönlich gehe auch davon aus, sie wird so schnell noch nicht aufhören. Da wird es auch Tiefen geben, nicht nur Höhen. Was ist so die speziellste oder die herausforderndste Hürde gewesen, die ihr als Pegasus habt überstehen müssen? Oder dürfen? Ich weiss gar nicht. Für mich ist das eigentlich immer etwas, das Freude gemacht hat. Natürlich gibt es viel Druck, es gibt viel Reisen und es gibt viele Sachen, die unangenehm sind. Die Müdigkeit kann unangenehm sein, wenn man zu wenig schlaft, wochenlang oder so. Und bei uns ist zum Beispiel mal das Mitglied ausgestiegen, der Simon ist ausgestiegen, ein paar Jahre, weil er eben vielleicht etwas anderes ausprobieren wollte. Das war eine Challenge für die Band. Wie können wir uns außerhalb von dem Quartett, wo wir immer waren, wie können wir uns über Wasser halten. Und das haben wir dann ein paar Jahre geschafft. Ja. Wir haben mit Hilfe von sehr guten Musikern haben wir weiter Musik machen. Und dann ist der Simon zurückgekommen und dort haben wir auch gemerkt, hey, wir sind einfach wir vier. Ja. Pegasus, das sind wir Das vier. ist das, was es ausmacht. Ja. Wie stark ist bei euch die Rollenverteilung? Also, du bist ganz klar der in den Medien steht und so Termine wahrnimmt, Interviews. Habt ihr eine klare Verteilung oder ist da so ein bisschen jeder in allem involviert? Ja, wir haben viele Rollen, auch intern in dem Sinn. Also hinter der Kulisse ist natürlich sehr viel auch verteilt. Ich bin halt als Frontmann mehr jetzt einfach so in Kontakt mit der Öffentlichkeit. Aber ja, wir haben unglaublich viel, wir haben eine Firma und dort ist ja so viel von Inventar, von unserem Equipment bis hin zu wer organisiert Technik, was ist Buchhaltung. Ja. Also man hat so viele verschiedene Sachen, die man muss erledigen muss, die ich nicht mache oder die nicht nur ich mache, sondern das ist alles verteilt. Ja, die Öffentlichkeit nimmt das manchmal gar nicht so wahr, dass grosse Musikacts, das ist ein Unternehmen, das man führt und die Leute, die auf der Bühne sind, per se auch nicht die einzigen Mitglieder sind von diesem Unternehmen. Mit wie viel sind ihr so ungefähr unterwegs? Also jetzt nicht nur auf Tour, sondern als Unternehmen? Ja, wir haben von Treuhändern über Management, über Verleger, Techniker, also das sind immer wieder über 10 Leute, über 15 Leute, die man einfach immer in einem Chat drin hat, wo man muss schauen, dass alle informiert sind und dass alle eigentlich auf dem gleichen Stand sind. Es sind schon noch viele Leute. Ja. Das muss man auch alles irgendwie noch jonglieren können, nebst der kreativen Tätigkeit. Genau. Ja. Ist es ein Spagat für dich? Oder ist das Nein, nicht so? ich mache es gerne. Ja. Ich liebe meinen Job und ich liebe unsere Branche. Ich liebe die Leute, die wir mit ihnen zusammen arbeiten, sei es jetzt intern, aber auch extern, jetzt so hier mit Knies, wo man wirklich ein völliges Neuland betritt als Popband. Ja. Und ich arbeite einfach gerne mit Leuten, die etwas Neues ausprobieren. Und ich glaube, die Philosophie haben sich jetzt zum Beispiel hier im Zirkus Knie haben sich vereint, oder? Ja. Das ist der gleiche Spirit. Also für unsere Zuschauer, wir sind heute gerade in Bern beim Zirkus Knie, weil Pegasus mit dem Zirkus Knie aktuell auf Tour ist. Einfach zum Zusammenhang, warum du über den Zirkus Knie redest. Und das ist natürlich fantastisch, auch ganz anders, du hast es gerade angetönt, als euer sonstigen Auftritt. Ich möchte gerade auf das Thema eingehen. Mit dem Song, der rauskommt, Champions, habt ihr auch gerade für das Frühjahr 2025 eure, ich zitiere, grösste Tour bisher von Pegasus angekündigt, die auch stattfinden wird. Da habe ich gedacht, okay, 2 Jahrzehnte sind wir fast unterwegs. Jetzt kommt die grösste bisherige Tour. Was bedeutet das? Also für uns Zuschauer, aber auch für euch als Band? Es sind einfach die grössten Hallen bisher. Wir sind geht es dann noch grösser? Ja, ich glaube, wir haben natürlich wir sind relativ realistisch umgegangen mit unserer Grösse. Wir haben eigentlich nie überbucht, wenn man so will. Und man hat gemerkt, wir sind über die Jahre gewachsen. Und das ist natürlich ein Privileg für uns, dass immer mehr Leute uns hören wollen. Und durch das ist jetzt die Tour auch eigentlich von der Grösse her die grösste, die wir mal gespielt haben.
Und mit der ganzen Grösse kommt natürlich eine größere Produktion und eine größere Auseinandersetzung mit den Locations selber. Also, ja. Wie sind denn da so Themen wie, ich sage jetzt mal, Lichtshow und Effekt? Das hat sich ja sehr verändert in den letzten 20 Jahren. Wie gehen die mit dem um? Also dürfen wir auf dieser Tour auch Erneuerung oder Erweiterung erwarten? Unbedingt. Das ist etwas, was wir auch suchen. Zum Beispiel gibt es ein neues Amt innerhalb von dieser ganzen Operation. Das ist der Stage Designer, der Bühnendesigner. Okay. Den hat es vor 10 Jahren noch nicht gegeben. Früher haben wir gesagt, okay, wir stellen da ein bisschen auf und Licht und so. Und immer natürlich mit viel Effort und mit Plakat hingen oder Banner hingen. Ja. Und ja, vor allem in der Schweiz, denke ich, geht es sehr schnell vorwärts, weil junge Künstler und Künstlerinnen kommen mit neuen Bedürfnissen, mit neuen Zielen, mit sehr internationalem Mindset. Ja, und ich glaube, auch Technik macht es aus. Also, ich meine, Shows, die man jetzt mit LED und Screens und was weiß ich alles und vor allem auch Lichtshows programmieren kann im Vorfeld. Also so etwas können wir in dem Fall von euch erwarten. Ja, wir haben Grosses vor mit dem Licht. Sehr schön. Dann möchte ich aber fragen, also du hast vorher angetönt, ihr seid aktuell mit dem Zirkus Knie unterwegs. Wie gross ist jetzt der Kontrast, wenn man sich auf so etwas vorbereitet? Ist das etwas komplett anderes oder ist es dann am Schluss dann doch sehr ähnlich, so Zirkus Knie Show, die Vorbereitung oder so durch? Also was bei Zirkus Knie anders war als normalerweise, ist wir haben nicht gewusst genau, wie das ankommt. Oder? Also weil es ist natürlich beim Publikum. Ja. Weil es ist für Zirkus Knie und für uns eine völlig neue Dimension. Ja. Sie haben noch nie eine Band in dieser Manege und wir haben auch noch nie in einer Manege gespielt. Ich würde jetzt mal sagen, zum Glück für alle machen wir nichts anderes als Musik. Das ist immer noch das, was wir am besten machen. Halt, oder? Aber was natürlich ganz anders ist, was um uns herum passiert. Wir haben die Hologrammshow, wir haben Artisten, die etwas performen dazu. Und ich würde jetzt mal sagen, für uns ist die grösste Veränderung, dass das Publikum um uns herum hockt. Ja. Das heisst, du musst das Publikum im 360-Grad-Winkel anspielen. Du musst dich anders bewegen und du musst die Leute anders ansingen. Ja. In meinem Fall. Also dann ist vielleicht die Vorbereitung gar nicht so unterschiedlich, aber die Wahrnehmung und die Art und Weise, wie die Show abläuft. Genau. Ja. Und dann, wenn du mal 2-3 Shows gespielt hast, bist du nicht drin in deinem Element. Weil wir spielen halt immer noch unsere Songs und nicht anders, als wir sie schon spielen. Ja. Alles klar. Als abschliessende Frage. Ich glaube, die Frage kommt in letzter Zeit des Häufigeren. Biel. Wir sind aus Biel ursprünglich. Da muss man Nemo besprechen. Ja. Was macht ihr in Biel anders, dass dort so grossartige Musikschaffende herkommen? Gibt es da ein Geheimnis? Ja, seit Nemo gewonnen hat, wird immer wieder angesprochen auf Biel, aber schon vorher. Also wir haben natürlich schon vor dem Gewinn vom Eurovision haben wir James Gruns, QL, Dead by Chocolate, wer ist noch gesehen, Young Gods. Also so viel passiert in Biel, wo er rausgeht. Ich kann es nicht erklären, was es genau ist. Ich glaube, dass Kultur in Biel gross geschrieben wird, grösser geschrieben wird als in anderen Schweizer Städten. Es fängt an, dass wir sehr viele Clubs haben und Keller, wo die Leute können auftreten können. Wir haben sehr viele Liegenschaften, wo junge Künstler und Künstlerinnen sich drin können, verwirklichen können. Das heisst, proben, etwas aufnehmen. Es ist eine sehr offene Stadt. Also wir sind kulturell sehr offen. Wir haben viele Sprachen, wir haben viele Kulturen. Wir haben, es scheint eine perfekte Kombination zu sein, dass da so viel Kreativität entsteht. Ich kann es nicht erklären. Also kennt man sich da untereinander? Oder? Ja, man kennt sich untereinander. Da kommt meine abschliessende Frage. Also jetzt haben wir die Tour 25 besprochen, die grösste, wahrscheinlich auch die spektakulärste bis jetzt von Pegasus. Wird es dort dann auch Gastacts geben? Oder kommen die allein? Nein, wir kommen immer mit Freunden. Wir haben sehr viele Freunde in unserer Branche. Wir haben Freunde von früher, das Stress, Stefanie Heinzmann, wir haben Bastian Baker. Das sind natürlich die Leute, die wir gut kennen. Aber es gibt auch neue Artists, die für uns super interessant sind, wo wir auch gerne Kontakt haben mit ihnen.
Und wir werden sehen, was wir auf dieser Tour was wir können. nicht. Genau, was für Leute kommen. Aber ich hoffe, ein paar. Ja. Ein paar, okay. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, dann zu erfahren, wer das ist. Wir sind bereits am Ende unserer Gesprächszeit angekommen. Vielen Dank, Noah, dass du da warst und ich freue mich auf die weitere Saison. Merci fürs Gespräch und bis bald.